Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute haben wir Heimatgefühle. Ich zeige etwas von der Firma Eumig. Eumig ist die bekannte Wiener Firma, die Abkürzung für Elektrizitäts- und Metallwarenindustrie-Gesellschaft. Also Eumig mit Sitz in Wien. Diese Kamera hier ist die Eumigeta 1, gebaut von 1951 bis 1954. Das ist eine kompakte Tubuskamera. Der Tubus ist versenkbar, so ist aufnahmebereit und das Format ist 6x6 in einem Film für 12 Bilder. Die Optik ist ein Eumar 50 mm. Und das hat eine Bewandtnis. Das ist die erste Optik, die die Firma Eumig entwickelt hat. Sie haben keine Erfahrungswerte, was daraus wird. Und so haben sie verwendet als Probeobjektiv oder um Erfahrungen zu sammeln, eben in diese Fotokamera. Diese Optik war eine völlig neue Optikfertigung bei der Firma Eumig. Der Filmtransport ist manuell, ist aber unabhängig, der Filmtransport, von dem Verschluss, und so können einmal keine Doppelbelichtungen entstehen. Ist blitzsynchronisiert, hat aber keine Blitzschuhe. Der Preis für diese Kamera war 398 österreichische Schillinge und das Blitzgerät kostete fast 200 Schilling. Also der Preis war auf das unterste Preissegment. Es gab auch eine Weiterentwicklung, das war die Eumigeta 2 und es gab noch eine Eumig, aber leider existierte nur auf die Pläne. Das war die Maharaja-Kamera. Die Maharaja-Kamera war auch eine Eumig-Entwicklung, hat alle Stückchen gespielt, was in einer Kamera möglich ist, nur der Preis war so immens teuer, dass die Leute von Eumig keine Möglichkeit gehabt, diese Kamera auf den Markt zu bringen. Und deshalb innerhalb der Firma hat man gesagt, die Kamera ist so teuer, dass nur ein Maharaja leisten kann. Und seitdem blieb der Name die Maharaja-Kamera. Diese zwei Kameras, die Eumigeta 1 und die Eumigeta 2, bis Jahr 1954 waren die letzten Fotokameras, die die Firma produziert hat. Später, im Jahr 1980, gab es wieder zwei Eumigs, aber diesmal gebaut von der japanischen Firma Carena. Also das war ein Flop ohne Gleichen. Das ist jetzt der Eumigeta 1. Und nun kommt diese Synchro-Blitz dazu. Das ist jetzt die Kamera komplett. Blitzanschluss und es kann schon losgehen, aber immer wieder bei jedem Blitz eine neue Blitzlampe. Das war die Eumig Synchro-Kamera. Wenn man so viel Fotoapparate hat und auch so viel kunstbegeisterten Freunde, kommt man natürlich auch zum Seitespringen. Und ein Freund von mir hat auch eine Eumigeta 1 gebracht, verfremdet mit einem Thermometer. Und jeder Künstler, der mir einen Fotoapparat bringt, muss diese Kunststück auch einen Namen geben. Und hier ist die Thermokamera. Eine Eumigeta 1 mit einem Thermometer von einem Boiler. Also Thermokamera von Eumig. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.